Thousands of miles from here, off the coast of Japan, some believe they have found evidence of another lost kingdom. Während in Japan ein Bauwerk gefunden wurde, das möglicherweise von einer Spezies errichtet wurde, die vor mehr als 100 Jahren ausgestorben ist, gibt es in Deutschland immer noch Gerüchte über den Untersberg, einen Ort, an dem sich die Zeit biegt und an dem alte Baumeister verschwinden und wieder auftauchen sollen. Könnten diese Legenden auf vergessene Zivilisationen hinweisen? Wissenschaftler glauben nun, das älteste bekannte, von Menschen errichtete Bauwerk gefunden zu haben. Wer hat es also gebaut und warum blieb es so lange vergraben? Finden Sie es mit uns heraus. Dolmen auf der ganzen Welt. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass uralte Steine versuchen zu sprechen? Überall in Europa, von den windgepeitschten Hügeln Portugals bis zu den Wäldern Dänemarks, finden Sie Dolmen, massive Steinstrukturen, die älter sind als die Pyramiden. Aber hier wird das Geheimnis noch größer, denn Sie finden sie auch in Japan. Wie konnten zwei Zivilisationen, die durch Ozeane und Jahrtausende getrennt waren, dieselbe Art von Monument errichten? Das sind keine einfachen Gräber. Sie sind mit Präzision gebaut, riesige, aufrecht stehende Steine, die mit einer einzigen massiven Platte bedeckt sind. Keine Schrift, keine Räder, nur Absicht, Organisation und vielleicht noch etwas anderes. Einige Archäologen glauben, dass es sich um eine parallele Evolution handelt. Ähnliche Bedürfnisse, ähnliche Lösungen. Andere flüstern Theorien über gemeinsames antikes Wissen oder sogar außerirdischen Einfluss. Weit hergeholt? Vielleicht. Aber wie lässt sich die fast identische Architektur an Orten erklären, zu denen offiziell kein Kontakt bestand? In Japan häufen sich die Dolmen in der Region Kansai. In Europa erstrecken sie sich über Spanien, Frankreich und die britischen Inseln. Sie wurden während der Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit errichtet, als die Menschen noch primitive Bauern waren. Und doch, sie bewegten tonnenschwere Steine, richteten sie nach den Sternen aus und hielten Rituale ab, bei denen sich die Toten und die Lebenden in heiliger Stille trafen. Waren es Begräbnisstätten, Tempel, Tore zwischen den Welten? Auch ohne schriftliche Aufzeichnungen sprechen Dolmen von Gemeinschaft, Zweck und Geheimnis. Sie erinnern uns daran, dass uns lange vor Nationen oder Imperien etwas verbunden hat oder jemanden. Yonaguni-Denkmal. Tauchen wir nun unter die Wellen des Ozeans in der Nähe von Japan, wo eine mysteriöse Struktur, das sogenannte Yonaguni-Monument, Wissenschaftler und Historiker in Atem hält. Die von einem Taucher namens Kihachiro Arataki entdeckte Unterwasserformation wird von manchen als das Atlantis Japans bezeichnet. Auf den ersten Blick fällt es schwer zu glauben, dass es sich bei dieser Formation um ein Naturereignis handelt. Das Monument weist scharfe Winkel, flache Oberflächen und gerade Kanten auf, die den Anschein menschlicher Handwerkskunst erwecken. Einige Theorien gehen davon aus, dass sie mehr als 10.000 Jahre alt sein könnte, was darauf hindeutet, dass sie von einer fortgeschrittenen Zivilisation geschaffen wurde, die wir noch nicht entdeckt haben. Die Debatte verschärft sich, wenn man seine Ursprünge untersucht. Während einige Forscher behaupten, dass Menschen diese Struktur geschaffen haben müssen, behaupten andere, dass es sich einfach um eine natürliche Formation handelt, die zufällig der von Menschen geschaffenen Architektur ähnelt. Sollte bewiesen werden, dass es von Menschen erbaut wurde, würde dies unser Verständnis der antiken Geschichte der Region erheblich verändern. Könnte eine fortschrittliche Gesellschaft schon viel früher in Japan gelebt haben, als bisher angenommen? Die Geheimnisse des Yonaguni-Denkmals fesseln weiterhin unsere Fantasie und ermutigen zur Erforschung unserer antiken Vergangenheit und der Möglichkeit unentdeckter Zivilisationen. Das Löwentor in Myken. Als nächstes begeben wir uns auf eine Zeitreise ins antike Griechenland, um das Löwentor von Mykene zu erkunden. Ein beeindruckendes Monument, das die Raffinesse der mykenischen Zivilisation veranschaulicht. Dieses monumentale Tor wurde um das 13. Jahrhundert erbaut und diente als mächtiges Symbol für Stärke, Kunst und Kultur. Stellen Sie sich diesen imposanten Eingang vor, der fast 3 Meter hoch und breit ist und die Schwelle zur antiken Stadt Mykene markiert, dem Zentrum einer beeindruckenden Zivilisation. Das Tor ist mit 2 majestätischen Steinlöwen geschmückt, die es zu bewachen scheinen, begleitet von einem großen dreieckigen Stein, der über ihnen steht. Dies war kein gewöhnlicher Eingang. Er war eine eindrucksvolle Erinnerung an die Macht und Autorität des mykenischen Königs. Doch dieses beeindruckende Bauwerk hat noch mehr zu bieten als sein imposantes Aussehen.
Hinter dem Löwentor befinden sich ein überdachter Bereich und eine kleine Kammer, die wahrscheinlich als Wachposten diente. Dies deutet darauf hin, dass es nicht nur als Eingang diente, sondern auch als Tor zu einem Reich, das von alter Macht und Geheimnissen durchdrungen war. Das Löwentor wurde im 19. Jahrhundert von dem deutschen Pionierarchäologen Heinrich Schliemann wiederentdeckt. Heute ist es eines der ältesten und bedeutendsten Bauwerke, die wir kennen, und bietet einen faszinierenden Einblick in eine längst vergessene Welt, die einen Großteil der westlichen Zivilisation geprägt hat. Die hölzerne Struktur in Sambia. Unter dem Wasser des Colombo-Flusses im Norden Sambias haben Archäologen eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie entdeckten eine Holzstruktur, die etwa 476.000 Jahre alt ist. Ja, Sie haben richtig gehört. Dieser bemerkenswerte Fund stammt aus der Zeit vor dem Homo sapiens und deutet darauf hin, dass unsere Vorfahren weitaus fortschrittlicher waren, als wir bisher angenommen haben. Diese Holzstämme, die in der Nähe der malerischen Colombo-Wasserfälle gefunden wurden, zeigen eine frühe menschliche Gemeinschaft, die ihre Umgebung auf geniale Weise nutzte, um etwas Dauerhaftes zu schaffen, das fast 500.000 Jahre überdauern konnte und die ganze Zeit über unter Wasser verborgen war. Doch damit ist die Aufregung noch nicht zu Ende. Diese archäologische Stätte hat sich seit den 1950er Jahren als Fundgrube für Forscher erwiesen. Sie haben nicht nur diese uralte Holzstruktur freigelegt, sondern auch eine Fülle von Artefakten, darunter Steinwerkzeuge, konservierter Blütenstaub und verschiedene Holzgegenstände. Jede dieser Entdeckungen bietet einzigartige Einblicke in das Leben der Menschen, die diese Region vor langer Zeit bewohnten. Die Erforschung dieser Stätte eröffnet neue Wege, um die Innovations- und Anpassungsfähigkeit der frühen Menschen zu verstehen, denn sie offenbart die Fähigkeiten und Lebensweisen derer, die in Harmonie mit ihrer Umwelt lebten. Çatalhöyük, neolithische Stätte. In der heutigen Türkei bietet die antike Siedlung Çatalhöyük einen faszinierenden Einblick in die frühe menschliche Existenz, auch wenn sie nicht den Titel der ältesten oder größten archäologischen Stätte trägt. So liegt ihre Bedeutung doch darin, dass sie uns Informationen über das Leben vor fast 9000 Jahren liefert. In seiner Blütezeit beherbergte Çatalhöyük etwa 8000 Einwohner, die sich von einer Lebensweise des Jagens und Sammelns zu einer auf Ackerbau und Viehzucht ausgerichteten Lebensweise wandelten. Eines der auffälligsten Merkmale von Çatalhöyük ist sein Grundriss. Die Stadt hatte keine Straßen oder Wege. Stattdessen wurden die Häuser dicht aneinander gebaut. Die Bewohner erreichten ihre Häuser über Leitern, die zu Dachöffnungen hinaufführten, sodass sie sich auf den Dächern bewegen konnten. Dieses innovative architektonische Design maximierte den Raum und bietet Einblicke in die sozialen Interaktionen während dieser Zeit. Zu den Artefakten, die in Çatalhöyük ausgegraben wurden, gehören verschiedene Figuren und komplizierte Designs, die die reiche kulturelle und spirituelle Dimension des Volkes offenbaren. Diese Kunstwerke stellen oft Tiere und Menschen dar, was auf ihr Glaubenssystem hindeutet. Die Fülle der gefundenen Gegenstände deutet darauf hin, dass die Gemeinschaft großen Wert auf künstlerischen Ausdruck und Kreativität legte, was einen Einblick in ihr tägliches Leben und ihre Werte bietet. Die Longyu-Höhlen. Stellen Sie sich vor, Sie stolpern über eine verborgene Welt direkt unter Ihren Füßen. Ein riesiges, von Menschenhand geschaffenes Höhlennetz, das so verschlungen und rätselhaft ist, dass es Sie völlig in Erstaunen versetzt. Diese erstaunliche Entdeckung wurde 1992 in einem malerischen Dorf in der Provinz Zhejiang in China gemacht. Als Dorfbewohner einen Teich trockenlegten, stießen sie auf etwas, das niemand voraussehen konnte: die Longyu-Höhlen. Diese Höhlen stellen eines der bedeutendsten Rätsel der alten Geschichte dar. Die Weite der Höhlen und das Fehlen jeglicher Aufzeichnungen über ihre Erbauer oder die Gründe für ihre Entstehung tragen zu ihrem Geheimnis bei. Insgesamt gibt es 24 Höhlen, die sich über eine Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern erstrecken. Jede Höhle wurde sorgfältig aus massivem Fels herausgearbeitet und die Wände sind erstaunlich glatt und gerade. Einige Höhlen sind bis zu 30 Meter hoch und Experten schätzen, dass etwa 1 Million Kubikmeter Gestein abgebaut wurden, um diesen unglaublichen unterirdischen Komplex zu bilden. Das ist ein gewaltiges Unterfangen, vor allem wenn man bedenkt, welche rudimentären Hilfsmittel damals zur Verfügung standen. Aber hinter diesem Geheimnis steckt noch mehr. Die Höhlen sind mit parallelen Linien und verschlungenen Mustern geschmückt.
die in jede Oberfläche geätzt sind. Diese Muster sind in allen Höhlen gleich, was die Frage aufwirft, wie die alten Baumeister dies ohne moderne Technologie erreicht haben. Hinzu kommt, dass bisher keine Werkzeuge oder Artefakte gefunden wurden, die die Methoden erklären könnten, mit denen diese bemerkenswerten Höhlen geschaffen wurden. Megastruktur in Neuseeland gefunden. Tief im neuseeländischen Kaimanawa-Wald liegt ein rätselhaftes Bauwerk, das zu erheblichen Diskussionen geführt hat, die Kaimanawa-Mauer. Auf den ersten Blick scheint diese massive Steinmauer mit ihren gleichmäßigen, rechteckigen Blöcken und perfekt geraden Linien von einer alten Zivilisation errichtet worden zu sein. Die zentrale Frage bleibt jedoch, wurde sie von Menschenhand erbaut oder handelt es sich einfach um eine natürliche Formation? Die Kaimanawa-Mauer ist etwa 30 Meter lang und 2 Meter hoch. Die Steine fügen sich so präzise aneinander, dass man über ihre absichtliche Platzierung nur spekulieren kann. Dies hat einige zu der Annahme veranlasst, dass es sich bei der Mauer um Überreste einer fortschrittlichen Gesellschaft handeln könnte, die lange vor der Ankunft der Maori in Neuseeland existierte. Die meisten Wissenschaftler, die die Wand untersucht haben, gehen jedoch davon aus, dass es sich um eine natürliche Formation handelt, die durch vulkanische Aktivitäten entstanden ist. Sie gehen davon aus, dass die Wand ein natürlicher Aufschluss von Ignimbrit ist, einer Gesteinsart, die sich aus vulkanischen Ablagerungen bildet. Es wird angenommen, dass die geraden Linien und blockartigen Formen durch natürliche Rissbildung und Verwitterungsprozesse im Laufe der Jahrtausende entstanden sind. Trotz dieser wissenschaftlichen Erklärungen bleibt die Skepsis bestehen. Einige behaupten, die Mauer habe zu viel Ähnlichkeit mit anderen alten Steinstrukturen, als dass es sich um einen Zufall handeln könne. Sie vermuten, dass sie als Beweis für eine untergegangene alte Kultur dienen könnte, die einst in Neuseeland blühte. Die anhaltende Debatte um die Kaimanawa-Wand zeigt, dass sich Geschichte, Wissenschaft und Spekulationen überschneiden und hält das Geheimnis am Leben. Besondere Entdeckung. Tief unter dem Meer haben Wissenschaftler ein seltsames Gebilde aus gestapelten Steinen entdeckt. Es bleibt unberührt und ist durch die Zeit perfekt erhalten. Niemand weiß, wer es gebaut hat oder warum, aber Experten glauben, dass es das Werk einer alten, jetzt ausgestorbenen menschlichen Spezies sein könnte. Sein Zweck bleibt ein Rätsel. Was glauben Sie, wozu dieses uralte Bauwerk diente? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Lion Rock, Felsenfestung in Sri Lanka. Auf einem hoch aufragenden Felsen in Sri Lanka gelegen, ist die alte Festung Sigiriya, die oft auch als Löwenfelsen bezeichnet wird. Ein bemerkenswertes Beispiel für antike Technik und den Einfallsreichtum der singhalesischen Zivilisation. Die im späten 5. Jahrhunderten Kurs von König Kashyapa errichtete Festung war als uneinnehmbare Festung gegen Feinde gedacht. Sigiriya ist jedoch mehr als nur eine militärische Festung. Sie stellt eine atemberaubende Mischung aus Stadtplanung, Architektur und Kunstfertigkeit dar. Der Felsen selbst erhebt sich etwa 200 Meter über die umliegende Landschaft und bietet einen natürlichen Aussichtspunkt für eine Festung. Auf seinem Gipfel baute König Kashyapa einen Palast in Form eines Löwen, was dem Ort seinen Namen Sigiriya gab, was übersetzt Löwenfelsen bedeutet. Um den Palast zu betreten, mussten die Besucher durch das offene Maul einer riesigen Löwenstatue gehen, die die Macht und Autorität des Königs symbolisierte. Die Handwerkskunst, die in Sigiriya zu sehen ist schlichtweg außergewöhnlich. Der Palastkomplex umfasste sorgfältig angelegte Gärten, Teiche und Terrassen, die sowohl mit Blick auf die Ästhetik als auch auf die Verteidigungsfähigkeit angelegt wurden. Der Bau von Sigiriya an einem so anspruchsvollen Ort zeugt von den fortschrittlichen architektonischen Kenntnissen seiner Erbauer. Die Festung diente nicht nur als militärische Bastion, sondern auch als Repräsentation des göttlichen Rechts des Königs auf Herrschaft. Heute hat Sigiriya den Status eines UNESCO-Weltkulturerbes und zieht Besucher aus der ganzen Welt an. Seine harmonische Mischung aus natürlicher Schönheit und menschlicher Kreativität ruft bei allen Besuchern weiterhin Ehrfurcht und Bewunderung hervor. Fortgeschrittene Steinblöcke im Baalbek-Tempel. Der Baalbek-Tempelkomplex im Herzen des Libanon ist ein Ort, der seine Besucher immer wieder in Erstaunen versetzt. In der Antike war dieses Gebiet unter dem Namen Heliopolis bekannt und beherbergt den beeindruckenden großen Jupitertempel. Das Besondere an dieser Stätte sind die riesigen Steinblöcke, die bei ihrem Bau verwendet wurden und zu den größten gehören, die je entdeckt wurden. Die schiere Größe dieser Steine
gepaart mit der Präzision ihrer Platzierung, gibt Historikern und Ingenieuren bis zum heutigen Tag Rätsel auf. Ein besonders bemerkenswerter Stein wird als Stein der schwangeren Frau bezeichnet, der etwa 1000 Tonnen wiegt und in einem nahegelegenen Steinbruch gefunden wurde. Allein die Überlegung, wie diese kolossalen Steine transportiert und aufgestellt wurden, ist erstaunlich. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig Technik zu dieser Zeit zur Verfügung stand. Besaßen die antiken Baumeister von Baalbek fortschrittliche Maschinen oder waren sie auf innovative Methoden und eine große Zahl von Arbeitskräften angewiesen, um solche Leistungen zu vollbringen? Baalbek bietet mehr als nur massive Steine. Die Tempel weisen exquisite Dekorationen mit komplizierten Schnitzereien und detaillierten Entwürfen auf, die die bemerkenswerte Kunstfertigkeit der antiken Kunsthandwerker demonstrieren. Die Präzision der Steinarbeiten und die Komplexität der Tempeldesigns lassen darauf schließen, dass die Baumeister ein tiefes Verständnis für Architektur und Technik besaßen. Zu den Methoden, mit denen diese gigantischen Steine bewegt wurden, gibt es zahlreiche Theorien. Einige glauben, dass Schlitten und Seile zum Einsatz kamen, während andere eher unkonventionelle Vorstellungen haben, wie B, eine Beteiligung von Außerirdischen. Auch wenn diese Theorien spekulativ bleiben, tragen sie doch zu dem Gefühl von Geheimnis und Staunen bei, das Baalbek umgibt. Turm von Jericho. Stellen Sie sich einen Steinturm vor, der mit so viel Sachverstand gebaut wurde, dass er für seine Zeit fast unvorstellbar erscheint. Das ist der Turm von Jericho. Ein erstaunliches 8,5 Meter hohes Steinbauwerk aus der Jungsteinzeit. Die von der renommierten Archäologin Kathleen Kenyon zwischen 1952 und 1958 ausgegrabene Stätte ist eines der ältesten bekannten Steingebäude der Welt. Was war die Funktion dieses antiken Turms? Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie als Verteidigungsanlage diente, während andere vermuten, dass sie zum Schutz vor Überschwemmungen oder sogar für zeremonielle Zwecke errichtet wurde. Was diese Stätte besonders faszinierend macht, ist ihre mögliche Ausrichtung auf himmlische Ereignisse. Nachforschungen haben ergeben, dass der Turm so konstruiert wurde, dass während der Sommersonnenwende die Schatten der nahe gelegenen Berge perfekt auf den Turm ausgerichtet waren und so Schatten auf die gesamte Siedlung warfen. Diese genaue Ausrichtung deutet auf einen doppelten Zweck des Turms hin. Er war nicht nur praktisch, sondern hatte auch eine symbolische Bedeutung, die möglicherweise die Widerstandsfähigkeit und den Zusammenhalt der Gemeinschaft feierte. Die Ausrichtung auf astronomische Phänomene unterstreicht das ausgefeilte Verständnis der Baumeister für den Kosmos und zeigt ihre Fähigkeit, funktionale Architektur mit tiefer kultureller Bedeutung zu verbinden. Kolosseum. Das Kolosseum, das sich majestätisch im Zentrum Roms erhebt und auch als flavisches Amphitheater bekannt ist ein Zeugnis außergewöhnlicher antiker Technik und Gestaltung. Dieses riesige Amphitheater wurde von Kaiser Vespasian aus der flavischen Dynastie in Auftrag gegeben und speziell für die Austragung von Gladiatorenkämpfen und einer Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen gebaut. Es bietet Platz für bis zu 50.000 Zuschauer. Die Konstruktion des Kolosseums ist schlichtweg bemerkenswert. Es erreicht eine Höhe von etwa 155 Metern und verfügt über eine ausgeklügelte Anordnung von Bögen und Gewölben, die von 80 halbrunden Säulen getragen werden. Dieses architektonische Meisterwerk zeigt das fortschrittliche Verständnis der Römer für die Verwaltung von Menschenmengen und die räumliche Organisation. Das aus einer Kombination von Beton und Stein errichtete Kolosseum hat den Test der Zeit überstanden und die Beständigkeit seiner Materialien bewiesen. Seine großartigen Ausmaße und seine komplizierte Architektur unterstreichen nicht nur die technischen Fähigkeiten der römischen Baumeister, sondern spiegeln auch den Ehrgeiz und den innovativen Charakter des Imperiums wider. Das Kolosseum ist ein bleibendes Symbol für die kaiserliche Stärke und das reiche kulturelle Erbe Roms und lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern an, die seine zeitlose Schönheit zu schätzen wissen. Karnak Temple Complex. In der pulsierenden Stadt Luxor in Ägypten befindet sich der Karnak-Tempelkomplex, eine der außergewöhnlichsten religiösen Stätten, die je gebaut wurde. Während seiner beeindruckenden 1000-jährigen Geschichte diente dieser großartige Komplex als Sitz des Amun-Ra-Tempels, der als das größte religiöse Gebäude der Welt gilt. Unter den vielen bemerkenswerten Bauwerken besticht vor allem die Hypostylhalle, die während der Herrschaft Setis I. errichtet wurde.
Diese riesige Halle erstreckt sich über 50.000 Quadratmeter und wird von 134 prächtigen Säulen getragen, die alle mit komplizierten Schnitzereien und Hieroglyphen verziert sind, die die Geschichten von Göttern und Pharaonen erzählen. Der Umfang und die Komplexität der Halle zeugen von den außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten der alten Ägypter. Die gewaltigen Ausmaße und die detaillierte Handwerkskunst des Tempelkomplexes von Karnak lassen uns über die Technologien und Techniken nachdenken, die von seinen Erbauern eingesetzt wurden. Die beeindruckende Pracht dieser Bauwerke gibt einen Einblick in die fortschrittlichen architektonischen Fähigkeiten des alten Ägyptens. Als wichtiges Zentrum der Verehrung des Gottes Amun-Ra zieht Karnak auch heute noch Besucher und Gelehrte an und veranschaulicht das spirituelle und kulturelle Erbe einer der frühesten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte. Abu Simbel Temple. Der am Nil gelegene Tempel von Abu Simbel ist ein bemerkenswertes Zeugnis für die künstlerischen und technischen Fähigkeiten der alten ägyptischen Zivilisation. Diese direkt in den Berghang gehauene Stätte besteht aus 2 prächtigen Tempeln. Der größere Tempel beherbergt 4 kolossale Statuen von Ramses II, die jeweils etwa 21 Meter hoch sind. Was Abu Simbel besonders bemerkenswert macht, ist seine astronomische Ausrichtung. Zweimal im Jahr, am 22. Oktober und am 22. Februar, erhält das Sonnenlicht das Innere des Tempels und lässt 3 der Statuen, darunter die von Ramses II, in hellem Licht erstrahlen. Diese unglaubliche Leistung beweist, dass die alten Ägypter über fortschrittliche Kenntnisse in Astronomie und Architektur verfügten. Die im 19. Jahrhundert wiederentdeckten Tempel waren jahrhundertelang unter Sand- und Schlammschichten begraben gewesen. Johann Ludwig Burckhardt wies 1813 zum ersten Mal auf sie hin. Doch erst Giovanni Battista Belzoni gelang es, 1817, genügend Sand abzutragen, um ihr beeindruckendes Inneres freizulegen. Diese bedeutende Entdeckung hat nicht nur das Interesse an der altägyptischen Architektur neu entfacht, sondern auch unser Wissen über die reiche Geschichte und die kulturellen Errungenschaften dieser Zivilisation erheblich erweitert. Auch heute noch ziehen die Tempel von Abu Simbel Besucher aus aller Welt an, die ihre Pracht erleben und mehr über die Kunstfertigkeit und den Einfallsreichtum des alten Ägyptens erfahren möchten. Gnap von Howrh. Das auf den schottischen Orkney-Inseln gelegene Gnap of Howrh ist ein außergewöhnlicher archäologischer Fund, der Aufschluss darüber gibt, wie die frühen Europäer ihre Häuser bauten. Diese Stätte, die auf die Zeit zwischen 3700 und 2800 v. Kurs zurückgeht, gilt als das älteste noch stehende Steingebäude in Nordwesteuropa. Im Gnap von Howrh befinden sich 2 bemerkenswert gut erhaltene Steinbauten. Diese Gebäude zeichnen sich besonders durch ihre kreisförmige Form aus und enthalten praktische Elemente wie Steinschränke und Stände, die ein ausgeklügeltes Verständnis von Raumorganisation und Bautechniken widerspiegeln. Die Bewohner von Gnap of Howrh gehörten zu den frühen landwirtschaftlichen Gemeinschaften, die sowohl das Land als auch das Meer geschickt für ihren Lebensunterhalt nutzten. Die Ausgrabungen an diesem Ort begannen in den 1930er Jahren und wurden bis in die 1970er Jahre fortgesetzt. Die Funde geben wertvolle Einblicke in das tägliche Leben dieser frühen Siedler. Die sorgfältige Platzierung der Steine und die soliden Bautechniken verdeutlichen die beeindruckenden Fähigkeiten dieser alten Baumeister. Darüber hinaus haben die Entdeckungen den Forschern geholfen, die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der damaligen Zeit zu verstehen und zu zeigen, wie diese Gemeinschaften in Harmonie mit ihrer Umwelt lebten. Maya-Ruinen von Palenque. Tief in den üppigen Regenwäldern Mexikos liegt die antike Stadt Palenque, ein bemerkenswertes Zeugnis der Geschichte und Architektur der Maya. Die auf einem Hügel errichtete Stadt verfügt über mehr als 1500 Bauwerke, von denen bisher allerdings nur etwa 50 ausgegraben wurden. Was macht die Faszination von Palenque aus? Eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten ist der Tempel der Inschriften, ein pyramidenförmiges Gebäude, das für seine komplizierten Hieroglyphenschnitzereien bekannt ist. Diese Schnitzereien bieten wichtige Einblicke in die Geschichte der Maya, einschließlich Details über ihre Herrscher und religiösen Überzeugungen. Die Kunstfertigkeit, die in diesen Werken zum Ausdruck kommt, beweist das fortgeschrittene Wissen der Maya und ihr Kalendersystem. Das Design von Palenque zeigt die beeindruckenden technischen Fähigkeiten der Maya.
Die Gebäude weisen kunstvolle Schnitzereien und Skulpturen auf, die nicht nur der Dekoration dienen, sondern auch wichtige Bedeutungen im Zusammenhang mit Astronomie und Zeitmessung vermitteln. Der Grundriss der Stadt mit ihren großzügigen Plätzen und zeremoniellen Strukturen unterstreicht ihre Bedeutung als wichtiges Zentrum des Maya-Lebens. Obwohl der Dschungel Teile von Palenque zurückerobert hat, erzählen die freigelegten Ruinen noch immer die Geschichte einer pulsierenden und einflussreichen Gesellschaft. Zwar gibt es zahlreiche Theorien über die Maya, darunter auch spekulative Ideen über außerirdische Einflüsse. Doch die Ruinen zeugen eindeutig von der Kreativität und dem reichen kulturellen Erbe der Maya-Zivilisation. Während die Ausgrabungen weitergehen, bleibt Palenque eine Quelle der Faszination und weckt die Neugier auf diese alte Kultur. Die verlorene Stadt der Inkas, Machu Picchu. Hoch oben in den peruanischen Anden gelegen, ist Machu Picchu ein außergewöhnliches Beispiel für die architektonische und technische Brillanz der Inkas. Bekannt als die verlorene Stadt der Inkas, erlangte sie 1911 internationale Berühmtheit, als der Entdecker Hiram Bingham sie der Weltöffentlichkeit vorstellte. Aber was macht Machu Picchu so einzigartig? Seine bemerkenswerte Steinmetzarbeit ist wirklich ein herausragendes Merkmal. Die Inkas wendeten eine innovative Technik an, um die Steine nahtlos und ohne Mörtel aneinander zu fügen. Diese Methode sorgt nicht nur für ein auffälliges Erscheinungsbild, sondern stärkt auch die Strukturen, sodass sie seismischen Aktivitäten standhalten können. Die Steine liegen so eng beieinander, dass nicht einmal eine Messerklinge dazwischen passen kann. Das Design von Machu Picchu spiegelt den typischen architektonischen Stil der Inkas wider, der durch rechteckige Gebäude mit einzelnen Eingängen und funktionalen Räumen gekennzeichnet ist. Dank dieser Einfachheit fügen sich die Bauten harmonisch in die natürliche Landschaft ein. Die Wiederentdeckung von Machu Picchu hat neue Perspektiven auf das Inka-Reich eröffnet, das nach der spanischen Eroberung weitgehend aus der Geschichte verschwunden war. Die Stätte bietet wertvolle Einblicke in die Stadtplanung, die religiösen Praktiken und die soziale Organisation der Inkas und offenbart eine hochentwickelte Zivilisation, deren Errungenschaften uns noch immer in Erstaunen versetzen. Megalithische Wunderwerke von Pumapunku und Tiwanaku. Hoch in den bolivianischen Anden, jenseits der Wolken und fernab der modernen Zivilisation, liegen die Ruinen von Tiwanaku und Pumapunku, antike Städten, die sich nicht erklären lassen. Es handelt sich nicht nur um zerbrochene Mauern oder Schutthaufen. Es sind geheimnisvolle Monumente, die aus so massiven und präzisen Steinblöcken gemeißelt wurden, dass sie die Vorstellung von primitiven Werkzeugen zu verhöhnen scheinen. Einige dieser Steine wiegen über 130 Tonnen. Und doch wurden sie mit so präziser Technik geschnitten, bewegt und gesetzt, dass nicht einmal eine Rasierklinge zwischen die Fugen passt. Tiwanaku wurde bereits um 1500 in den Tagebüchern spanischer Entdecker erwähnt. Aber erst im 19. Jahrhundert begannen seriöse Forscher, die größeren Fragen zu stellen. Im Jahr 1848 startete die bolivianische Regierung offiziell eine archäologische Untersuchung. Die Enthüllungen lösten eine weltweite Debatte aus, die bis heute andauert. In Pumapunku wird das Rätsel nur noch größer. Einige der Blöcke scheinen maschinell bearbeitet zu sein, mit perfekt glatten Kanten und komplexen Winkeln, und doch wurden an der Fundstelle keine Schriftsprache, keine fortschrittlichen Werkzeuge und keine Räder gefunden. Wie konnte eine uralte Zivilisation, die noch vor den Inkas lebte, eine solche technische Brillanz erreichen? Einige vermuten ausgeklügelte Techniken, bei denen Steine erweicht werden, vergessene Werkzeuge oder ausgeklügelte Flaschenzugsysteme. Andere deuten auf etwas mehr Beunruhigendes hin. Außerirdisches Eingreifen? Verlorene Technologie aus einer vergessenen Welt. Was auch immer sie glauben. Eine Wahrheit ist unausweichlich. Diese Erbauer wussten etwas, was wir nicht wissen. Etwas, das wir vielleicht verloren haben. Etwas, das unser Verständnis der Geschichte neu schreibt. Was denkst du? Waren die Menschen der Antike viel fortschrittlicher, als wir ihnen zutrauen? Oder haben wir es mit den Fingerabdrücken von etwas zu tun, das nicht ganz menschlich ist? Lass es uns in den Kommentaren wissen und vergiss nicht, uns zu liken und zu abonnieren, wenn du mehr Geschichten willst, die alles in Frage stellen, was wir zu wissen glauben. Wir sehen uns beim nächsten Rätsel.